Hallo, mein Name ist Fabian Beck und ich erzähle euch was zum S531 DT. Der Multifunktionskey hat verschiedenste Funktionen. Zum einen zeigt er mir den Tankfüllstand des Diesels oder der AdBlue. Zum anderen sehe ich den Bremsdruck des ersten und zweiten Kreislaufes. Mit dieser Taste kann ich einen Lichtcheck des kompletten Fahrzeugs der Außenbeleuchtung ausführen oder ich kann mir den Batterieladezustand anzeigen lassen. Zum Weiteren sehe ich die gefahrenen Kilometer oder Betriebsstunden. Hier könnte ich noch die einzelnen Drücke jedes einzelnen Reifens mit Temperatur und Batteriefüllstand sehen, somit auch die zweite oder auch dritte Achse. Mit dieser Taste oder dieser Funktion kann ich auf der linken Seite die Kofferraumklappen entriegeln oder verriegeln. Das gleiche gilt für die rechte Seite. In der nächsten Karte sehe ich die Außentemperatur oder die Innentemperatur. Ich kann auch, wenn ich möchte, die Fahrgastbeleuchtung im Innenraum zu 100%, 50% oder komplett ausschalten. Hier gibt es verschiedenste Einstellmöglichkeiten für den Multifunktionskey. Die Batterie des Keys wird im Zündschluss induktiv geladen. Mit Hilfe des Multifunktionslenkrads kann ich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug entweder erhöhen oder mit dieser Taste verringern. Auf der linken Seite sehen wir den Bereich für den Fahrer, auf der rechten Seite sehen wir den Bereich für den Fahrgast. Ich kann unterschiedlich verschiedenste Quellen wählen, sodass auch die Fahrgäste ein Video schauen können und der Fahrer eine CD hören kann, die er hier einschiebt. Die Lautstärke kann ich für den Fahrer hier erhöhen oder minimieren, für den Fahrgastraum kann ich dies hier tun. Das Klimabedienelement ist grundsätzlich in zwei Zonen aufgeteilt, auf der linken Seite für den Fahrer, auf der rechten Seite für den Fahrgastraum. Beginnen wir mit dem Fahrer. Um das Gebläse für den Fahrer zu erhöhen, tippe ich hier nach oben, um das Gebläse für den Fahrer zu verringern, tippe ich nach unten. Logisch geordnet hier auf der rechten Seite für die Temperatur. Mit einem Dreh nach rechts zu der Farbe Rot erhöhe ich die Temperatur. Mit einem Dreh zu der Farbe Blau minimiere ich die Temperatur. Um mehr Gebläse auf der Frontscheibe zu haben, drehe ich hier nach rechts, um mehr auf den Fahrer oder auf den Fußraum zu haben, nach links. Gleiche Logik hier für den Fahrgastraum. Zu erhöhen der Gebläsedrehzahl im Oberdeck, ein kurzes Tippen hier und somit erhöhe ich das Gebläse im Oberdeck. Für das Unterdeck nochmal ein kleiner Tipp auf diesen Knopf, danach das Gebläse entweder hier zum Verringern oder hier zum Erhöhen. Um die Temperatur im Oberdeck zu regeln, ein kurzer Tipp auf diesen Knopf, danach kann ich die Temperatur beliebig nach oben oder nach unten zu wählen. Um in das Unterdeck zu gelangen, kurzer Tipp auf diesen Knopf und somit kann ich die Temperatur nach unten oder gegebenenfalls nach oben regeln. Um die Komforttemperatur von 23 Grad zu erreichen, genügt ein Druck von mehr als 2 Sekunden auf diesem Knopf. Möchte ich die Umluftfunktion des Fahrzeugs haben, mit einem Druck auf diesen Knopf. Zusätzlich habe ich noch Funktionen für die Zusatzheizung hier oben oder für die Standheizung im Programm, hier diese Taste. Mit den Pfeiltasten komme ich auf den Menüpunkt Navigation, den wir hier oben sehen. Hier könnte ich das Land eingeben, den Ort und die Postleitzahl sowie die Straße. Hier unten kann ich mit Hilfe dieses Rings, den ich so drücke, in die Zielführung hineinkommen. Wir wählen die Routenart Bus und sehen dann hier auch die verschiedenen Kriterien für die Strecke. Mit dem Drücken dieses Rings komme ich dann wieder auf den Punkt Start. Somit starte ich die Zielführung. Die Route wird berechnet. Hier kann ich noch wählen, ob ich die kürzeste, schnelle oder eine persönliche Route wähle. Auch wieder bestätigen mit dem Ring. Beim Einfahren in eine Baustelle auf der Autobahn kann ich mit Hilfe dieser Taste den Spurassistenten deaktivieren.